Der indische Retro-Klassiker mit Optimierungspotenzial. Ein Review der Royal Enfield Continental GT 535 EFI. Wir schrieben das Jahr 2017. Oskar wollte nach langer Zeit der Abstinenz endlich wieder Motorrad fahren. Zwei überholungsbedürftige Oldtimer, die noch lange nicht wieder fahrbereit sein würden, standen schon in der Garage. Wir wollten aber, ohne zu schrauben, sofort Motorrad fahren. Und das in klassischer Manier, aber ohne uns Sorgen um Zuverlässigkeit oder Ersatzteilversorgung machen zu müssen. Das brachte uns zum Retrobike. Oskar ist ein großer Fan der alten Engländer. Ein Motor sollte es sein, dessen Arbeit man noch authentisch fühlt und hört. Ein großer Einzylinder oder Paralleltwin mit kerniger Motorcharakteristik, also ein ballernder, langhubig arbeitender Rüttler. Und das Aussehen? Form follows Function Design. Nichts von der Technik verkleidet oder versteckt, kein Plastik, aber dafür viel Chrom und poliertes Aluminium, am besten im Stil eines englischen Coffee Racers der 60er Jahre. Das war unser Traum eines Retro-Bikes. Und der kam unversehens daher in Gestalt der Royal Enfield Continental GT 535 EFI. Der vielleicht sportlichsten Royal Enfield, die die Inder je gebaut hatten. Ein Coffee Racer Nachbau der 1965 im englischen Werk Redditch produzierten 250er Royal Enfield Continental GT. Heute bewegt sich ein Kolben mit 87 mm Durchmesser, satte 90 mm auf und ab und beschreibt dabei ein Hubvolumen von 535 Kubikzentimeter. Dieser langhubige Eintopf produziert bei nur 5100 Umdrehungen seine 29 Pferdestärken. Das mag sich bescheiden wenig anhören, wenn man an die Leistungsorgien moderner Motorräder gewöhnt ist, aber für ein Fahrvergnügen der klassischen Art reizt man selbst diese 5100 Umdrehungen in der Praxis nicht aus. Läuft der Motor doch um den Bereich des maximalen Drehmoments bei ca. 4000 Umdrehungen am schönsten, was für ein vernünftiges Landstraßentempo vollauf genügt. Obwohl heute aus indischer Fertigung geht es kaum englischer, denn Royal Enfield war so britisch wie Norton, Triumph und BSA, bis die Inder die Marke übernommen haben und lange im Wesentlichen für den indischen Markt allein die alten Maschinen weiter produzierten. Heute ist die indische Motorradproduktion dank neuer Investoren und moderner Produktions- und Qualitätssicherungsmethoden wieder international wettbewerbsfähig und beglückt uns mit den schönsten Retro-Bikes, die die Welt je gesehen hat. Aber wie sieht es mit der Qualität aus? Kann man den Indern trauen? In einem seiner legendär guten YouTube-Videos hat der Kanal Fort9 2021 die Sauberkeit der Montagen vieler großer Motorradproduzenten in einem Labortest ermittelt. Und zu aller Erstaunen rangiert Royal Enfield hier ganz vorne. What a fantastic result! Sogar noch vor den Japanern, KTM und BMW. Muss man sich also keine Sorgen machen über die Qualität? Oder vielleicht doch? Bei der Auslieferung der Maschine im Farbton British Racing Green im Jahr 2017 kam es dann zur ersten Ernüchterung. Das Benzin hatte die Lackierung um und im Tankeinfüllstutzen angelöst und teilweise in Splitterform ins Tankinnere gespült. Hier kümmerte sich dann der innenliegende Benzinfilter darum, dass die Maschine dennoch weiterlief. Enfield zeigte guten Willen und bot unaufgefordert im Zuge der ersten Inspektion den Tausch des Tanks an. Leider hat das teure Manöver nichts gebracht, weil der neue Tank genauso wenig benzinbeständig lackiert war wie vorher der alte.
Die Motorräder von Royal Enfield sind im Vergleich zur Konkurrenz sehr preiswert. Für rund 6.000 € bekommt man heute so viel bildschöne Technik nur aus Indien. Wenn dann die japanische Konkurrenz rund 2.000 € teurer sein muss, lernt man gewisse Zugeständnisse zu machen und manche Verarbeitungsmängel zu akzeptieren, um diese Retro-Klassiker überhaupt fahren zu können. Für den europäischen Markt war seinerzeit bis 2016 die Euro 3, dann die Euro 4 Abgasnorm und ein ABS-System für neu zugelassene Motorräder bereits verpflichtend. Deshalb braucht leider auch dieser klassische Motor der Continental 535 eine elektronisch gesteuerte Einspritzanlage mit Luftmengenmesser, Lambda-Sonde und dem entsprechenden Katalysator. Ein Vergaser hätten Oskar und mir wohl besser gefallen. Aber auf diese Anforderungen des europäischen Marktes schien seinerzeit die indische Produktion noch nicht so recht eingestellt gewesen zu sein, denn die Lambda-Sonde und der Katalysator im Auspuff wurden offensichtlich nach dessen Verchromung erst eingesetzt. Dazu wurde die fertige Auspuffanlage an mehreren Stellen aufgeschnitten und später wieder zusammengeschweißt. Die Schweißnähte wurden dann nur noch mit Ofenfarbe silbern angemalt und so gut es ging hinter Verblendungen verborgen. Solch eine improvisierte Bastelei hatten wir an einem neuen Motorrad vorher auch noch nicht gesehen. Außerdem fand ich den riesigen Endtopf potthässlich und den daraus noch entweichenden Restklang als doch zu sehr abgewürgt für einen glaubwürdigen Kaffee-Racer der 60er Jahre. Deshalb suchten Oskar und ich nach einem klangvolleren, aber doch noch einigermaßen legalen Ersatz. Bei GPR wurden wir fündig. Diese Nachrüstanlage hatte einen schönen Edelstahl-Endtopf mit ABE im Angebot und klingt dazu ganz manierlich. Die Tester der Continental GT berichteten seinerzeit generell sehr wohlwollend über die Maschine und lobten ihr klassisches Erscheinungsbild weit mehr als ihre Fahrwerks- und Bremsqualität. Aber eine moderne Zweikolben-Brembo-Bremsanlage, die für manierliche Verzögerungswerte sehr hohe Handkräfte erforderte, wollte ich einfach nicht hinnehmen. Außerdem war der Druckpunkt unserer Bremse schwammig weich, was auf eine mangelhafte Entlüftung schließen ließ. Die neu installierte ABS-Anlage musste hier ja nun mitentlüftet werden, was den Monteuren wohl noch nicht so recht gelungen war. Also wechselten wir die Bremsflüssigkeit, entlüfteten in mehreren Anläufen das System ordentlich und tauschten die serienmäßig verbauten Bremsbeläge gegen welche aus Sintermetall aus. Und siehe da, die Brembo-Bremse war nicht wiederzuerkennen. 2 Finger zwingen jetzt die 41 mm Gabel in die Knie und heben das Hinterrad aus den Paoli-Gasdruckfederbeinen heraus. Aber trotz der sauber laufenden Felgen, der gut gewuchteten Räder und dem soliden Unterzugrohrrahmen wollte das Fahrwerk noch nicht so recht überzeugen. Die Maschine lenkte unsauber in Kurven ein und hielt den Radius nicht. Eine Vermessung der Spur offenbarte hier schon mal einen schiefstehenden Hinterreifen. Das haben wir wohl dem Händler zu verdanken, der schon die Antriebskette zu stramm gespannt hatte, wenn das nicht bereits vom Werk aus so schlampig voreingestellt war. Dabei fiel die hässlich billige Plastikabdeckung der Kette ins Auge. Hier liefert zum Glück die Firma Eifeltech in Blankenheim einen würdigen Ersatz in Form eines lasergeschnittenen Edelstahlkettenschutzes. Sein Einsatz hat sich nicht nur aus optischen Gründen sehr bewährt, sondern sollte uns rund 4000 Kilometer später noch vor großem Schaden bewahren. Aber von dem wohl massivsten Qualitätsmangel der Enfield berichten wir am Ende des Videos. Zurück zum Fahrwerk. Das konnte leider auch nach der Radspureinstellung unseren Ansprüchen nicht gerecht werden, und ich war schon drauf und dran, mich damit abzufinden, als mir unversehens zweimal kurz hintereinander das Vorderrad in moderater Schräglage auf trockenem, einwandfreiem Asphalt wegrutschte. Die Reifen fingen sich durch meinen heftigen Lenkreflex zum Glück wieder. Eine detaillierte Untersuchung der Fahrbahnbeschaffenheit
ließ nur den Schluss zu, dass die Reifen der Erstausrüstung von Royal Enfield mit dem klangvollen Namen Pirelli wohl doch nicht das waren, was man in Mitteleuropa davon erwarten durfte. Oskar und ich beschlossen zunächst, das Fahren mit der Enfield einzustellen, bis ich die Reifen in kraftzehrender Handarbeit mit dem sogenannten Gilster-Hobel feinst profiliert hatte. Das Feinstprofilieren oder Gilstern ist eine Technik aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als es noch keine Rennreifen gab und die Motorradverrückten aber schon wieder Rennen fahren wollten. Sie haben damit ihre normalen Straßenreifen durch Längsschnitte in den Profilblöcken griffiger gemacht, damit sie Schräglagen bis auf die Rasten bei trockener und nasser Fahrbahn gefahrlos fahren konnten. Die Längsschnitte öffnen sich unter dem Druck der Schräglage und verkrallen sich in den Unebenheiten der Fahrbahn, sodass eine wesentlich bessere Seitenhaftung erreicht wird. Treibt man es zu doll, dann rutscht der Reifen nicht schlagartig weg, sondern er driftet spürbar und gut kontrollierbar von Schnitt zu Schnitt, bevor dann die Maschine aufsetzt und die Reifen endgültig vom Boden abgehoben werden. Wer mehr zum Gilstern erfahren möchte, schaue sich zum Beispiel die Webseite von motorrang.com an. Das Feinstprofilieren hat zwar die Griffigkeit der Reifen erheblich erhöht, aber am schlechten Fahrverhalten konnte es erwartungsgemäß weiter nichts ändern. Da der TÜV natürlich solche Art selbst behandelte Reifen nicht gutheißen kann, mussten wir uns deshalb bald schon nach einer Alternative umsehen. Seit wir die bewährten Bridgestone Badlegs-Reifen aufgezogen hatten, war dann das Fahrwerk nicht mehr wiederzuerkennen. Gerade Auslauf, Spurtreue und Einlenkverhalten hatten sich deutlich verbessert, weshalb ich diese Reifen auch aus meiner Erfahrung an anderen klassischen Motorrädern wie der XS 650 von Yamaha uneingeschränkt empfehlen kann. Von Pirelli lasse ich hingegen in Zukunft meine Finger. Wer glaubt, dass Inder schlechtere Reifenqualität als andere verdienen, verkauft vielleicht auch mal so einen Müll in anderen Märkten, um mehr Geld zu verdienen. Ein Laie kann schließlich nicht erkennen, wo der Pirelli-Reifen herkommt, den er gerade in gutem Glauben aufziehen lässt. Mittlerweile verwendet Royal Enfield für die Erstausrüstung seiner Motorräder Reifen der Marke Seat. Das ist nichts anderes als die Billigmarke von Pirelli. Viele Enfield-Fahrer berichten von ähnlichen Vorfällen, wie ich sie mit der Pirelli-Erstausrüstung erfahren habe, auch mit den Seat-Reifen. Wegrutschende Vorderräder auf trockener Straße und absolut gefährliches Verhalten bei Nässe. Um die optische Erscheinung des Cafe Racers für Oskar und mich perfekt zu machen, hatten wir von Anfang an nach einer klassisch schönen Halbschalenverkleidung Ausschau gehalten. Der französische Motorradhändler und Custom-Bike-Hersteller Tendance Roadster bietet speziell für die 1- und 2-Zylinder Continental-Modelle 535 Kubik und 650 Kubikzentimeter einen gelungenen Nachbau einer Norton Sporthalbschale der 60er Jahre in Originallackierung an. Bei der Montage wird der Originalscheinwerfer weiterverwendet und in die spezielle Verkleidungshalterung aus sehr passgenau geschweißten Blechformteilen eingesetzt. Die Instrumente können bleiben, wo sie sind, die originalen Lenkerklemmen werden an den Gabelstandrohren von ganz oben jetzt unter die Gabelbrücke versetzt. Dabei gibt es gerade eine einzige ergonomisch passende Position, in der die Lenkerarmaturen beim Einschlagen des Lenkers millimetergenau noch gerade die Halbschale nicht touchieren. Diese einzig mögliche Lenkerposition ergibt zwangsläufig eine sportliche, weiter nach vorn gebeugte, gestrecktere Sitzhaltung, wie das auch nicht anders zu erwarten war. Diese vergleichenden Fahrstudien zeigen die Sitzpositionen vor und nach dem Umbau auf die Halbschalenverkleidung. In dieser stärker nach vorn gebeugten Sitzposition wird dann die ohnehin sehr schlechte Polsterung der Originalsitzbank schnell unerträglich. Dicke und Form der Sitzbankpolsterung haben wir dann bei der Sattlerei und Ledermanufaktur Francis für meine Bedürfnisse anpassen lassen.
Ein neuer, dunkler, widerstandsfähiger Bezug, abgesteppt mit Nähten in Motorradfarbe, perfektioniert nun das Gesamtbild des Cafe Racers. In enger vorheriger Absprache mit dem TÜV konnte die Halbschale in einer Einzelabnahme in die Papiere eingetragen werden. Die Anforderungen des TÜV wurden vor dem Kauf und der Montage der Verkleidung mit dem Sachverständigen abgestimmt und waren alle vernünftig, nachvollziehbar und ließen sich ohne großen Aufwand erfüllen. Ein geänderter Lenkeranschlag sollte unbedingt montiert werden, damit man sich beim Rangieren nicht die Finger zwischen Tank und Lenker einklemmt oder der Lenker Beulen in den Tank drücken kann. Die zusätzlich verwendeten Aufkleber auf der Verkleidung, der Sitzbank, den Seitendeckeln, Schutzblechen und dem Helm sind alle von Eifeltec. Wer für die Einzelabnahme dieser Verkleidung detaillierte Tipps möchte, dem hilft Oskar gerne weiter. Seine Mailadresse findet ihr in seiner Kanalinformation. Jetzt, wo er windgeschützt hinter der Halbschale sitzen kann, fährt Oskar noch viel lieber mit der Enfield mit als vorher. Hier hat er die Instrumente und die Straße vor sich immer gut im Blick und hat auch noch Spaß, wenn es etwas schneller geht. Neulich ging es etwas schneller. Wir fuhren mit etwa 100 Stundenkilometer durchs Bergische Land auf der gut ausgebauten B504 in Richtung Hückeswagen, als es die Maschine mit einem lauten Ratsch bei 4000 Umdrehungen unvermittelt wie bei einem Kolbenklemmer kurz aber heftig abbremste. Noch bevor ich die Kupplung ziehen konnte, war der Motor aus und der Kraftschluss zum Hinterrad war weg. Wir rollten rechts an den Straßenrand auf den Standstreifen. Ein Blick nach unten und der Fall war klar. Die Antriebskette war gerissen. Sie hatte sich zwischen Ritzel, Motorblock und Schwinge verkeilt und so den Motor in voller Fahrt abgewürgt. Oskar war maßlos enttäuscht von der Enfield, hatte er bis dahin in 48 Jahren doch noch nie mit dem ADAC heimfahren müssen. Wie sich später herausstellte, war die Kette nicht etwa am Kettenschloss, sondern mittendrin gerissen. Eine Nietverbindung hatte sich gelöst. Den Schäden nach zu urteilen, muss das freie Ende der Kette über das Kettenrad gegen Reifen und Hinterradfelge geschlagen sein. Der massive Edelmetall-Kettenschutz hat sie dann eingefangen und über die Schwinge geführt, sodass sie nicht um mein Bein schlagen konnte. Hier hat sie sich dann verkeilt und dabei Teile aus dem rechten Gehäusedeckel und dem Motorblock geschlagen. Als ich diesen Vorfall auf den Facebook-Seiten von Royal Enfield Deutschland und Royal Enfield Tech & Service eingestellt hatte, wurden mir innerhalb weniger Tage gleich 3 weitere Fälle beschrieben, bei denen ebenfalls Ketten gerissen sind. Es handelt sich also keineswegs um einen exotischen Einzelfall, auch wenn dies Royal Enfield gerne so darstellen würde. Solcherlei Erstausrüstungsschrott ist durch kein Billigangebot der Welt zu rechtfertigen. Fazit: Dieses Retrobike ist heute schon ein Klassiker. Wird es doch schon mindestens 4 Jahre nicht mehr gebaut. Sie wurde wie kurz danach auch die schönen 500er Einzylinder-Bullet-Modelle, leider ein Opfer der Euro 5 Abgasvorschriften, mit denen wir gerade die Welt retten. Aber auch heute noch sind die Royal Enfield Retro-Bikes konkurrenzlos schön und preiswert. Und wer klassische Motorräder liebt, wird sich trotz geringer Motorleistung dem Charme dieser Maschinen kaum entziehen können. Wer sich dann für eine Enfield entscheidet, sollte sich aber darüber im Klaren sein, dass der niedrige Preis unter anderem auch mit deutlichen Zugeständnissen in der Erstausrüstungsqualität erreicht wird. Ich empfehle daher zur eigenen Sicherheit, die neue Maschine sorgfältig auf eventuelle Montage- und Einstellmängel durchzusehen, die aktuellen Erfahrungen aus den einschlägigen Internetforen der anderen Biker zu beobachten und schon sofort beim Kauf die Reifen und die Kette gegen Qualitätsware zu wechseln. Damit erspart man sich unter Umständen herbe Enttäuschungen oder sogar vermeidbare Stürze und schwere Schäden.